Ich mag euch ja, Easton. Aber so leid mir das tut, für den Preis gibt es hier von mir keine Kaufempfehlung. Ich habe heute einen Rucksack mitgebracht von Easton. Und zwar ist es das günstigere von zwei Modellen, was wir im Sortiment haben. Der Club XT. Es gibt noch das Deluxe-Modell, das heißt auch so Easton Deluxe. Und das hier ist eben der günstigere Rucksack von denen und den stelle ich jetzt mal vor. Und wie immer von innen nach außen. Wir haben einen Rucksack im klassischen Format. Wir haben eine innenliegende Fallröhre, wir haben eine Tasche vorne. Wir haben natürlich Schultergurte und da fange ich schon an zu erzählen, was wir nicht haben. Habe ich in dem Avalon-Video vom Avalon Classic Soft erwähnt. Ich habe hier keine Möglichkeit, die Schultergurte wegzupacken. Also hier gibt es kein Fach und ich kann die auch noch nicht mal ausklippen hier unten. Und was ich auch nicht habe, ist ein Griff. Und das hängt natürlich zusammen. Also hier ne, kein Tragegriff seitlich. Und das mit dem Wegräumen der Schultergurte macht natürlich auch nur Sinn, wenn man einen Griff hat. Wenn man diesen Rucksack also nicht als Rucksack verwenden möchte, sondern als Tragetasche. Das hat Easton gespart an der Stelle, finde ich schade. Und ich bin noch nicht ganz fertig an dieser Stelle. Es sind auch keine Reflektoren vorhanden. Weder auf der Rückseite noch auf der Vorderseite. Also wenn man sich im Dunkeln bewegt, auf dem Fahrrad im Winter, ist man richtig schön dunkel. Man reflektiert nicht und kann auch nicht gesehen werden. Finde ich ein echtes Versäumnis für so ein Teil. Finde ich schade, hat sich mittlerweile etabliert. Und auch hier hat man weggespart. Gut, dann haben wir den Außenbereich schon abgearbeitet. Mehr gibt es da nämlich nicht zu sagen. Die Fallröhre, teleskopierbar, wie man das kennt. Die ist auch schön lang, also das ist gar kein Problem. Und die ist auch vernünftig verarbeitet. Also das hier rastet ganz gut ein, das wird halten. Hat einen Schraubdeckel, bei dem man eine Weile schraubt, bis man den auf hat. Kriegt man seine Pfeile rein, kriegt man seinen Stabi rein. Soweit, so normal. Es hat keinen Gurt, also es gibt keinen Tragegurt an der Pfeilröhre. Schade, aber das ist auch bei den Rucksäcken oft so. Ja, und man kann halt sehen, das Design des Rucksacks, ja, das ist so eigentlich die Stärke, würde ich sagen. Also wir haben hier das Modell in Grau und wir haben hier so einen orangenen Streifen vorne und wir haben auch das Easton-Logo rechts und links in kräftigem Orange. Und das sieht halt schon schick aus und modern. Dieses Design hier vorne sieht ein bisschen aus, wie als hätte der Rucksack ein Sixpack oder, um genau zu sein, ein Ten-Pack. Also irgendwie macht das hier einen sportlichen Eindruck, das ganze Ding. Und ich finde, das Design ist schön geworden, das ist wirklich schick, aber Design ist immer Geschmacksfrage. Gucken wir mal in die erste Tasche rein. Das ist hier unsere aufgesetzte Klappe. Auch da ein paar ganz nette Sachen. Wir haben große Netztaschen, die ja jede Menge Zeug aufnehmen können. Wir haben hier oben zwei Reißverschlüsse und der obere, da haben wir eine Netztasche rechts und eine links, die sind mit einem Reißverschluss verbunden, aber eben hier ist eine Trennung dazwischen. Wir haben also da zwei kleinere Fächer. Das finde ich ganz gut, weil ehrlich gesagt in so einem Bogenrucksack, da ist nicht die größte Ordnung normalerweise. Man schmeißt seinen Geraffel da rein und hier passt eben jede Menge Geraffel rein. Von daher diese kleinen Taschen, die es teilweise gibt. In den letzten zwei Rucksackvideos, die wir gemacht haben, Legend XT und Avalon Classic Soft, da sind solche kleinen Taschen. Ist schön, aber in der Regel fliegt das Zeug eh irgendwie da rein und dann ist es halt hier ganz gut untergebracht. Hier ist noch ein kleiner Clip dran, wo man einen Schlüssel oder sowas dranhängen kann. Auch ganz nett. Das war schon alles zu diesem aufgesetzten Fach. Und dann gehen wir in das Hauptfach. Und da begrüßt uns ganz viel Orange. Also hier geht es weiter mit dem Design. Hier ist die Fallröhre. Die ist auch unter orangenem Polyester versteckt. Und dann haben wir eben eine Tasche, die auch eingeklettet ist. Das ist also auch wie üblich hier diese zwei Streifen, die diese Tasche halten. Und diese Schutztasche, die hat zwei Reißverschlüsse.
wo man dann eben Wurfarme und Mittelteil reintun kann. Und dazwischen eine relativ fester Trenner, der da ein bisschen Stabilität reinbringt. So, wir haben keinen weiteren Trenner in diesen Taschen, also wir haben 2 Fächer. Wenn man jetzt also ein Mittelteil hat und Wurfarme und hat keine Schutzhüllen für die Wurfarme, dann müsste man die zusammen in ein Fach tun. Dann klappern die zusammen in einem Fach rum, das will eigentlich keiner. Man kann diese Tasche nur für 2 Wurfarme verwenden, wenn man ein Mittelteil hat, wo eine Schutzhülle dabei mitgeliefert war. Das ist aber alles nicht sogar richtig optimal. Also normalerweise sind diese Taschen so, dass wir hier noch einen weiteren Trenner drin haben oder wie bei Avalon zum Beispiel, dass wir 3 einzelne Fächer haben, eben weil wir 3 Teile haben. Da weiß ich nicht, ob man sich das so gut überlegt hat hier mit den 2 Fächern. Das wirkt so ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Wer eben ein teures Mittelteil schießt, der hat eine Schutzhülle dabei, der braucht das dann eben nicht. Aber da es ja eben ein Einsteigerrucksack ist oder der günstigere im Easton-Sortiment, wäre eigentlich hier eine etwas andere Schutzhülle angebracht gewesen. Und ihr merkt schon so ein bisschen, so richtig überzeugt mich das alles nicht. Also ich hatte mir vorgenommen, echte Product Reviews hier zu machen und echte Tests, mehr oder weniger. Und ich muss ein bisschen sagen, dieser Rucksack fällt für mich eigentlich durch. Denn er ist relativ teuer. Er kostet aktuell 90 € bei uns, obwohl das ein bisschen schwierig ist. Wir hatten da jetzt deutliche Preissteigerungen durch Zölle, Strafzölle, die auf chinesische Produkte in die USA erhoben werden. Aber dieser Rucksack war auch vorher natürlich deutlich teurer als Produkte von zum Beispiel Avalon. Und an der Stelle ist es natürlich so, der Rucksack ist genauso in China zusammengenäht wie ein Rucksack von Avalon. Von daher, das ist halt ein bisschen schade. Und da muss ich sagen, wer Bock auf Easton hat, auf die Marke, der kann das gerne tun. Die Leute, die diese Rucksäcke produzieren, die werden nicht besser bezahlt, weil der Rucksack teurer ist. Das Geld, was man hier mehr zahlt, das sichert halt Arbeitsplätze im Management in den USA vielleicht. Wenn der in USA hergestellt würde, würde ich sofort sagen, ist gebongt. Der Aufpreis lohnt sich, macht es, das ist was Vernünftiges, aber da es eben alles aus China kommt, muss da eben Easton sich auch den Vorwurf gefallen lassen, warum soll ich hier mehr bezahlen? Aber genug der bösen Worte eigentlich. Am Ende des Tages ist es natürlich die Entscheidung von jedem selber und wer auch das Design gut findet, der ist natürlich frei, sich auch für diesen Rucksack zu entscheiden. Und das Design ist ja auch ganz gut geworden. Wir haben den Rucksack in 6 Farben. Es gibt ihn in Schwarz, Grau, Blau und Rot. Das sind die Standardfarben. Und dann kamen später noch 2 sehr krasse Farben, also sehr kräftige Farben. Das eine ist Flurgrün und das andere ist so Petrol-Türkis. Die kamen noch dazu. Die sehen alle flashy aus, muss man sagen. Dieses Designelement hier vorne, was bei dem Grauen hier orange ist, das ist dann immer in Rucksackfarbe. Sind aber auch natürlich alle bei uns im Shop abgebildet. Und von innen sind sie alle in diesem kräftigen Orangeton. Also gerade beim Türkisen, das haben wir auch bei uns ein Bild im Shop. Außen kräftig Türkis, innen dieses krasse Orange. Das sieht schon gut aus. Da will ich gar nichts gegen sagen. Und wer da eben Bock drauf hat, wem das gefällt, der soll sich da bitte ausstatten und ein bisschen ignorieren, was ich da über den Rucksack gesagt habe. Aber unterm Strich bleibt es so, man kriegt nicht mehr für sein Geld. Das kann man sagen. Generell nochmal ein Fazit zu dem Rucksack. Für wen ist er denn jetzt geeignet? Es ist tatsächlich ein relativ einfacher Rucksack. Auch wenn er schon relativ teuer ist, bekommt man hier nicht sehr viel Stauraum und nicht sehr viele Optionen mitgeliefert. Deswegen ist er auch eher was für Leute, die nicht so viel Material haben. Normalerweise sage ich, es ist ja genau das Richtige für Leute, die mit dem Fahrrad zum Training fahren oder sowas. Das fällt hier eigentlich schon wieder ein bisschen flach, wegen fehlender Sicherheitsmerkmale, obwohl da natürlich jeder seine eigene Meinung zu haben kann. Er ist leicht, das ist ein Pluspunkt. Wenn man also jetzt sein Material da reintut und so weiter. Ich habe ihn jetzt nicht gewogen, aber er ist genau auf dem Level von diesen Einsteiger-Rucksäcken, die, wenn sie leer sind, wirklich sehr leicht sind und selbst wenn man sie vollpackt, noch gut zu transportieren sind. Das ist also auch hier ein Pluspunkt für diesen Rucksack. Und ansonsten ist es wirklich mehr oder weniger das Design, was dafür spricht. Wer keinen sperrigen Koffer haben möchte, wer nicht so viel Material mitbringt, der kommt mit dem Stauraum hier aus und der kommt auch mit diesem Rucksack aus.
Ein brutal ehrliches Review an dieser Stelle. Ich weiß und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Der Rucksack ist an sich nicht verkehrt, aber er ist einfach relativ teuer für das, was er mitbringt. Und ich finde es an dieser Stelle einfach nicht ganz gerechtfertigt. Da gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Meinungen zu und ich möchte einfach nur wirklich hier meine echte Meinung dazu sagen. Wir haben diesen Channel angefangen vor ein paar Wochen mit Produkten, die uns sehr gut gefallen haben. Das war dann auch leicht und deswegen sind die ersten Videos auch sehr positiv ausgefallen. Wir hatten aber nie vor, hier unehrlich zu sein oder was zu beschönigen und deswegen ist dieses Video eben auch sehr kritisch. Wenn ihr da Lust drauf habt und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr in Zukunft für brutal ehrliche Tests und Reviews mit dabei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.